Hier geht es nun darum, ein Fernbedienungsmodul in den CD100 oder eben in den mehr oder weniger baugleichen Modellen Philips CD101, Marantz CD63, Grundig CD30, Magna Fox FD1000, die im Prinzip alle technisch soweit identisch sind, bis auf kleine Unterschiede, zum Beispiel im Laserlaufwerk. Da passt überall dieses Fernbedienungsmodul. Das will ich also heute mal hier einbauen. Ich habe mir auch den betreffenden Teil aus dem verlinkten Dokument hier ausgedruckt, dass ich das hier direkt vor Augen habe, wenn ich die einzelnen Kabel von dem Fernsteuermodul anlöte. So, also die Schrauben, die 5 Stück aus der Unterseite, die sind bereits entfernt. Und dann kann es im Prinzip losgehen, den Gehäusedeckel nach vorne überzuklappen. Und dann entferne ich die Stecker hier. Bei manchen Modellen sind hier 2 Kabel angelötet, CD101 zum Beispiel. Bei manchen wird das hier reingesteckt. Wenn es angelötet ist, mache ich das der Einfachheit halber, entlöte ich das dann, damit ich hier mehr Spielraum habe. Das ist die Displayplatine hier im oberen Gehäusedeckel mit den Tasten. Und das Fernbedienungsmodul, das simuliert den Tastendruck. Das wird also an diese Tasten angelötet. So, ich das mal an die Seite. Jetzt sieht man hier in dem Dokument, sieht man auch sehr gut die Punkte, wo das angelötet werden muss. So, ein bisschen ranzoomen. So, jetzt sieht man hier an dem Modul, das ist ja reingesteckt, das Kabel. Das ziehe ich jetzt einfach ab, das brauchen wir jetzt im Moment nicht, das Modul, können wir einfach hantieren. Jetzt sieht man, ist hier markiert 1, Pin 1, das ist also hier der rot markierte oben. Und diese einzelnen Adern werden jetzt hier an diese Punkte angelötet, die ich hier auf der Platine finde. Das sollte zu schaffen sein, die richtigen Punkte da zu finden. Und die Nummern sind ja durchlaufend 1, 2, 3 bis 16. Und wenn wir uns die Anleitung anschauen, dann sehen wir 14, 15, 16. Das sind also die letzten 3, die trenne ich jetzt einfach mal. 1, 2, 3. Die werden also nicht an die Platine angelötet, sondern da kommt der Receiver. Das ist der Empfänger, der dann das Signal von der Fernbedienung empfängt letztendlich. Also muss ich jetzt erstmal diese 13 Kabel an den Punkten anlöten. Was ich zuerst mache, ich separiere mir jetzt die einzelnen Adern und verzinne die alle, damit ich es dann etwas einfacher habe. Und ich sehe jetzt hier haben wir 2 Punkte, da laufen 2 Kabel hin. Das ist einmal Kabel 2 und 3 und Kabel 9 und 10. Wenn ich die verzinne, kann ich die also direkt zusammenzwirbeln vorher
Kabel sind alle soweit verzinnt jetzt und kurz abgeschnitten, bis auf die 3 für den Receiver. Die kommen später. So. Ich knüpfe das mal einfach. Und dann geht es der Reihenfolge nach. Kabel 1, das ist hier unten an dem Steckkontakt. Da, wo ich das Kabel abgezogen habe. Da ist ein Aufdruck, +5. Das ist die Versorgungsspannung. Also ich habe hier im Prinzip 4 Pinne, 1, 2, 3, 4 und an dem ganz rechten kommt das erste Kabel, das rot markierte. Wie man das ja. Das ist die ganze Kunst. Da hängt jetzt auch nicht ein unisolierter Teil von dem Kabel rum, dass das irgendwo dran kommen kann. Und wenn die Kabel verzinnt sind vorher, gibt es da überhaupt keine Probleme. Und dann geht es weiter. 2 und 3. Das ist im Prinzip auch an einem Stecker, an einem Lötpunkt von dem Steckkontakt, den wir eben abgezogen haben, direkt rechts daneben. Das sind die beiden Kabel, die wir zusammengefriemelt haben. Einfach an dem nächsten Kontakt. So, die Kontakte hier an dieser Stelle, die übereinander liegen, die sind miteinander verbunden. Da spielt das sogar keine Rolle, ob ich das jetzt hier oder da anlöte, das ist egal. Und weiter geht's. Pin 4, das ist also der nächste, neben den beiden zusammengefassten. Der kommt an die Pause-Taste. Das ist also die zweite Taste von links. Jeder Taster ist hier mit 4 Lötpunkten. Da kann ich nicht irgendeinen Lötpunkt wählen, sondern ich muss schon genau den nehmen, der auch in der Anleitung da markiert ist. Das ist also vom zweiten Schalter. Oben links der Punkt, das ist Kabel 4. Zack. Wo geht's weiter? Kabel 5. Wo ist Kabel 5? Das ist der zweite Schalter von rechts. Rücklauf. Da wird das Kabel oben rechts angeschlossen. Zack. Das ist also denkbar einfach. Dann geht es weiter, Kabel 6. Das ist der Schalter hier von unten gesehen für Play. Oben links anheften an dem Schalter. Zack. Dann geht es weiter. Kabel 7. Das ist der dritte Schalter von rechts an dem Lötpunkt oben rechts. Und Kabel 8. Der rechte Schalter hier oben links. So, dann kommen 9 und 10 zusammen. Das ist da, wo wir schon ein Kabel angelötet hatten, daneben.
kommt Kabel Nummer 11. Und zwar an dem vierten Schalter oben rechts. 1, 2, 3, 4. Das ist die Taste Cancel. Da kommt das Kabel oben links dran. So. Dann haben wir Kabel 12. Dieser hier, der Stor-Taster, Schalttaster, da kommt das Kabel dann oben rechts dran. Und hier an der Displayplatine bleibt nur noch ein Kabel, die Nummer 13 für die Taste Select. Da sind also die Sonderfunktionen. Im Prinzip werden damit dann alle Tasten fernbedienbar. An der Displayplatine selbst war es das schon. So, das Modul, das muss ja irgendwo auch dann sitzen später im Gerät. Und zwar kommt das hier rein. Da muss ich eine Schraube lösen, hier den Deckel abziehen und dann haben wir hier noch zwei Schrauben. Dann kann ich die Platine, das ist die Analogplatine, haben wir ja im letzten Teil schon uns mit befasst. So, die kann ich jetzt hier so hochklappen. Und das Fernsteuermodul, das sitzt hier, das ist isoliert in so einem transparenten Kunststoff, damit es da keinen Kurzschluss gibt, damit die Kontakte geschützt sind. Ich weiß nicht, sieht man das? Und deshalb kann ich das hier einfach, wo Platz ist, in das Gehäuse reinlegen später. Den Deckel zuklappen, da stört uns das Fernbedienungsmodul nicht. Da kann das in Ruhe liegen. Und dieses Kabel, was dann nach vorne führt, das kann ich hier so ein bisschen zusammenführen, einmal doppelt legen und nach außen führen. So, jetzt habe ich aber noch eine Sache, die ich vorher mache, die verbleibt. Und zwar ist das hier den Receiver anbringen an die verbleibenden drei Kabel. Wo setzt man denen am besten hin? Also ich habe das bisher so gemacht, dass ich den hier, das ist ja der untere, das ist ein Kunststoffteil, dass ich den hier mittig hinsetze. Alles, was ich dafür machen muss, ich muss diese Beinchen, ich brauche diesen Receiver, den Empfänger, den brauche ich auch gar nicht befestigen. Alles, was ich machen muss, ich bohre 3 kleine Löchschen hier rein, um die Pinne von dem Receiver von außen durchzustecken. Also der Eingriff, die Veränderung hier bleibt minimal. Das sind 3 kleine Löchlein, die man aber auch von außen eigentlich gar nicht sieht. Wenn ich das natürlich, also da sitzt ja sowieso dieser Kranz hier, der sitzt sowieso noch minimal hier drüber, über die Kante. Das heißt, es ist absolut nicht sichtbar. Wie dieses Modul funktioniert, wie das in die Funktion eingreift, das habe ich bereits im letzten Teil erklärt. Das mache ich jetzt also nicht mehr. Ich nehme das mal aus dem Gehäuse raus.
Ich markiere mir hier ungefähr die Mitte. Das sind also 15,5 wäre jetzt hier die Mitte. So, wenn der Receiver so bündig hier vor sitzen soll, dann sollte das, was anderes zu messen, dann sollte das Bohrloch von der Vorderkante circa 7,2, 7,1, 7,2 Millimeter sollte das von der Vorderkante weg sein. Das zeichne ich mir einfach mal so an. Ich die Messschieber einfach missbraucht als Anreißzirkel. So, dann kann ich mir jetzt hier auf dieser Linie genau anzeichnen, wo meine Bohrungen liegen sollen. Dass das hier ungefähr in der Mitte ist. 1. Ne, Moment, das ist ja verkehrt rum. Der soll ja so sitzen. 1, 2, 3. So, das habe ich angezeichnet. Ich habe hier zum Bohren immer so kleine Handbohrer in verschiedenen Größen. Wenn ich sowieso mal irgendein Lötauge oder sowas in der Art frei bohren muss oder vergrößern muss. Zum Vergrößern nehme ich eher so eine Reibahle. Da habe ich hier 0,8 mm, 1 mm. Zum Beispiel diese ganz kleinen Bohrer, die lassen sich auch in manche Akkuschrauber sowieso schlecht einspannen. Und wenn dann so eine Wahnsinnsmaschine da sowieso losdreht, ist das manchmal, wenn das so ein bisschen filigran ist auf den Platinen, ist mir das Risiko auch zu groß, dass da vielleicht ein Bohrer abbricht oder. Deshalb arbeite ich da sogar lieber mit dem Handbohrer. Zack, das war Nummer 2. Das kann jeder machen, wie er mag, aber wenn man sowieso öfters im Elektronikbereich arbeitet, empfiehlt sich das eigentlich, so diese kleinen Handwerkzeuge. So, dann schaue ich mal nach, ob die Löcher da gut passen. Na, sind die noch zu klein? Ja, das passt so gerade eben. So, wenn man sich das anschaut, da brauche ich brauche den Receiver überhaupt nicht verkleben oder sonst irgendwas. Die einzige Änderung im Gehäuse sind wirklich hier 3 so kleine Löchlein. Jetzt gibt es aber eine Sache, die man unbedingt beachten sollte. So, jetzt sieht man hier die 3 Löchlein an der Innenseite, wo die Beinchen von dem Empfänger reinkommen.
Dieses Silberne hier, das ist elektrisch leitend. Wenn ich das jetzt so lassen würde, würde ich natürlich einen Kurzschluss erzeugen. So. Das ist also von innen zur Schirmung nochmal ja, lackiert, beschichtet mit einem leitenden Material. Das ist natürlich wichtig, dass ich das in dem Bereich, wo die Beinchen sind, entferne. Na gut, die Reibahle ist jetzt nicht so gut. Das mache ich jetzt einfach mal mit dem Messer. Im Prinzip nur die Beschichtung abkratzen. Da, wo die Beinchen nach innen kommen, um da einfach keinen Kurzschluss zu erzeugen. Dann kann da nämlich nichts mehr passieren. So, jetzt biege ich mir die Beinchen erstmal einfach nach hinten. Und dann ist der Receiver schon befestigt und später auch so gut wie unsichtbar. Das sehen wir ja nachher. So, ich setze mir jetzt das Gehäuse einfach schon mal wieder da rein. Und jetzt muss ich im Prinzip nur die 3 Kabel hier an die Beinchen anlöten. Das heißt, ich verzinne mir die erst wieder und wieder kurz abschneiden. So, dann ist da ein Schrumpfschlauch bei. Da schneide ich mir einfach mal so 3 Stücke ab. Und am besten schiebe ich die da drauf, bevor ich das Kabel anlöte. Sonst mache ich hinterher ein langes Gesicht. Alles schon vorgekommen. Auch mehr als einmal. So, jetzt sind die Pinne natürlich ein bisschen lang. Schneide ich mit die einfach ein bisschen kürzer. Da reicht es, wenn da so 5 mm rausgucken. Und verzinne mir die Pinchen auch. So, jetzt muss ich natürlich darauf achten. Der Receiver sitzt ja genauso wie hier auf dem Bild, in welcher Reihenfolge ich die Kabel anlöten muss. 14, 15, 16.
So. Das kontrolliere ich natürlich peinlichst genau. So, Kabel ist nicht mehr verdreht. 14, 15, 16. Und dann kann ich die einfach anheften. Und wenn ich die Schrumpfschläuche so weit wie möglich drauf geschoben habe, nehme ich mir einfach den Heißluftföhn. Da brauche ich jetzt keinen fancy Werkstattföhn für Elektronikreparaturen. Da kann ich auch ein Feuerzeug nehmen. Das ist jetzt nicht ganz so heiß gestellt. Das Plastik will ich ja nicht schmelzen. So, jetzt ist der olle Krachmacher-Föhn auch wieder verstummt. Dann sehe ich mal zu, dass ich dann das Fernsteuermodul hier jetzt reinbekomme, dass ich da Platz für finde. Ich lege es immer so rum. Hier einfach so da rein. Da ist der beste Platz. Dann, wie gesagt, das Kabel einmal hier durch. Und wenn dann, die anderen Kabel wollen wir natürlich auch nicht vergessen, für die Displayplatine. Das ist da unten drunter für den Klappenkontaktschalter. Und dann kann ich das wieder rumklappen. Kann ich hier schön darauf achten, dass hier alles richtig läuft. Und dann kommen die beiden Schrauben schon wieder rein. So, dann kann der Abschirmdeckel wieder aufgesteckt werden. Und diese Buchse da wieder rein, die lange Gewindeschraube dadurch. Jetzt kann ich die Kabel wieder einstecken. Einmal hier das vierpolige links und dann das zweipolige. So, den Kabelsalat, den muss ich sowieso dann hier gleich irgendwie verstauen. Das muss ich mit den Kabeln ja auch machen. Jetzt ist aber kein Problem, weil hier ist genug Platz.
So, dann verbleiben nur diese Klappenschalter, also die beiden Kabel hier für den Kontakt, der Bescheid gibt, dass die Klappe geschlossen ist. Oftmals, wie gesagt, ist das hier gesteckt. Hier ist es jetzt gelötet. Sieht tatsächlich ein bisschen ausgefranselt aus. Das mache ich einmal frisch. Die Verbindungen hier. Kabel neu verzinnen und abknüpfen. Wie rum ist egal. Warum das hier angelötet wird, das ist ja einfach nur ein Schließerkontakt. Jetzt ist eigentlich alles gelötet. Auch auf hier Sauberkeit achten, dass da keine Lötzinnreste mit hier ins Gehäuse kommen. Das wollen wir nicht. So, die Beinchen biege ich mich auch noch mal um. Hier von dem Receiver. Und trotzdem prüfe ich nochmal hier, dass ich hier keinen Durchgang habe. Also wie gesagt, mit dieser beschichteten, leitfähigen Farbe. Mal einmal die 3 Pinne durchmessen. So, der rechte piept, weil das ist der Masseanschluss von dem Receiver. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier den Plus. Da darf nichts piepen. Da haben wir es einmal kurz piepen gehört. Das heißt, das ist ein Kondensator, der sich auflädt. Das ist normal. Und dann das Data-Signal. Hier darf es gar nicht piepen, ganz links. Also von vorne jetzt gesehen. Das ist alles so in Ordnung. Dann darf der Deckel wieder geschlossen werden. Da muss ich jetzt ein bisschen darauf achten, dass ich die Kabel eben vernünftig hier verlege. Die sollen ja nicht hier rausluken, aber eigentlich ist hier genug Platz. Ach so, ein Tipp noch. Wenn ich den Deckel drauf mache, der Stecker ist ja sowieso gezogen, während ich hier arbeite, den Schalter einschalten, dann kann ich hier also den Deckel leichter aufsetzen, sonst blockiert das hier. Das mache ich also vorher. So, das machen wir erstmal aus. Das brauchen wir nicht mehr. Dann können wir uns das mal hier anschauen. Also der Receiver, der sitzt jetzt hier. Der ist also nicht festgeklebt oder sonst irgendwas. Der sitzt hier also nahezu unsichtbar. Wenn das Gerät steht, sieht man den also eigentlich gar nicht. Dann stecke ich das mal ein. Was haben wir hier? Eine CD zum Probieren. Einschalten. Ja. Jetzt sollte das alles fernbedienbar sein. Ich kann dafür also fast jeden Philips, Grundig, Marantz Handschalter für CD-Spieler nehmen. Und ich kann jetzt im Prinzip
jeden Knopf fernbedienen. Das probieren wir jetzt erstmal aus. Die Play-Taste. Ach, vielleicht stecke ich auch mal einen Kopfhörer ein, sonst hören wir ja gar nichts. Einmal die Pause-Taste. Dann leuchtet die Pause-Anzeige auch oder die Repeat, das eben das endlos wiederholt. Bei dem CD100 kann ich ja auch einen Titelsprung machen, wenn ich die Play-Taste nochmal drücke. Dann wieder zum nächsten Lied. Weiter. Oder eben vor- und zurückspulen. Ich kann auch die Programmiertasten hier verwenden. Da habe ich, da nicht alle Handschalter diese Tasten besitzen, habe ich also eine Doppelbelegung gemacht über Zahlentasten, dass man rein theoretisch auch programmieren kann, wenn man das verwenden möchte. Und das war die ganze Geschichte. So ist der jetzt auch ein bisschen komfortabler nutzbar, der Philips CD101 in diesem Fall oder eben die baugleichen Geräte. Und aus. So, damit ist die Revision jetzt auch mit 7 Teilen abgeschlossen. Das Gerät, das wird jetzt noch einmal gereinigt und dann kann der zurück zu seinem Ursprungsort. Das war's dann hier. Was kommt als nächstes hier auf den Arbeitstisch? Das ist ein, Moment, muss ich mal schauen, das ist ein Macintosh MCD 7000. Das ist also der nächste Kandidat. Da muss ich mal schauen, ob ich da auch so ein umfangreiches Video mache. Das ist immer sehr viel Arbeit. Allein das Schneiden, ja gut, vielleicht kriegt man da noch ein bisschen Übung. Da schaue ich mal, wie die Resonanz ist.